Ich wollte wissen, was passiert, wenn man immer um 4:30 Uhr aufsteht. Ich habe das Gefühl, alle kriegen ihr Leben auf die Reihe. Dieses Frühaufstehen ist doch so ein... Danke an meine Supporter, die diese Videos mit möglich machen. Hi, ich bin Josef und versuche durch Selbstexperimente wie dieses mehr über mich zu erfahren. Meine Tage beginnen mit schnellem Anziehen, schnellem Frühstücken und schnellem Einstieg in den Arbeitsalltag. Und nach der Arbeit muss dann alles Private und Ungeplante geregelt werden. Briefe beantworten, private E-Mails, Pakete zur Post bringen, Haushalt machen, den Vermieter anrufen, weil was nicht funktioniert, alles aufräumen und dann für einen kurzen Moment Freizeit. Was dabei aber untergeht, ist wirklich Zeit für mich. Doch das wird sich jetzt ändern. Denn ab heute werde ich, wie offenbar viele erfolgreiche Menschen, jeden Tag um 4:30 Uhr aufstehen. Angeblich die Grundlage für eine erfolgreiche Karriere und lebensverändernd. Besserer Schlaf, mehr Gelassenheit und innere Ruhe, erhöhte Produktivität, mehr Ordnung im Leben, eine verbesserte Psyche und vor allem mehr Zeit im Leben. Das klingt super, denn meine Tage sind aktuell sehr gehetzt. Ich habe das Gefühl, dass das, was ich jeden Tag zu tun habe, gar nicht mehr in den Griff zu bekommen ist. Und abends, wenn ich ins Bett falle, habe ich mal wieder nicht alles geschafft und meine To-Do-Liste wird immer länger und dann habe ich das Gefühl, dass bald alles zusammenbricht und ich nicht mehr kann. Okay, wird das frühe Aufstehen das verändern? Und wie schaffe ich es, das durchzuhalten, ohne dauerhaft müde zu sein? Und während mein Freundeskreis gerade ganz andere Experimente macht, habe ich euch gefragt, wann ihr eigentlich normalerweise aufsteht. Ich gehe normalerweise um 22:15 Uhr ins Bett und stehe um 6:15 Uhr auf, damit ich meine 7 bis 8 Stunden Schlaf bekomme. Das verschiebt sich jetzt. Morgen früh geht's los und damit ich besser reinkomme, habe ich mich heute total ausgepowert, damit ich jetzt gleich auch um 20:30 Uhr schlafen kann. Und ich habe mich natürlich medizinisch beraten lassen und eine klare Morgenroutine geplant. Meine Kleidung liegt bereit. Ich starte mit einer kalten Dusche in den Tag oder stelle mich 5 Minuten an die kalte, frische Luft, stretche mich, höre gute Musik. Ich bin allein, ich bin allein. Das ist übrigens der fantastische Künstler Nand. Und fange an zu arbeiten. Und damit ich trotz der starken Umstellung genug schlafe, hat meine Ärztin aufgrund der über mich vorliegenden Daten empfohlen, auf das hier alles zu achten. Das kann für euch anders ausfallen, aber für mich ist es sehr hilfreich, mich genau daran zu halten. Aber wie komme ich morgens raus aus meinem warmen, kuscheligen, umarmenden, gemütlichen Bett? Mit klarer Planung, guter Motivation und genug Bewegung, damit man wach bleibt. Und damit ich einen guten Grund zum frühen Aufstehen habe, startet mein Tag nach der Morgenroutine mit Terminen, auf die ich richtig Lust habe. Insgesamt ist ein klarer Tagesplan wichtig, damit ich nicht irgendwann um 4:50 Uhr rumsitze und aus Langeweile YouTube schaue und dabei super müde werde. Alles muss klar strukturiert sein. Es ist wirklich krass, wie ruhig es draußen ist. Ich habe es ganz gut aus dem Bett geschafft. Ich habe heute Morgen nicht kalt geduscht. Ich habe frische Luft geschnappt. Morgensport gemacht. Aber ich habe jetzt richtig Bock zu arbeiten. Ja, ich weiß, dass ich super müde aussehe. Mein Körper ist es auch. Aber mein Kopf ist wach. Und so erlebe ich die ersten klaren Vorteile des frühen Morgens. Keiner schreibt, niemand ruft an. Insgesamt weniger Störungen und Ablenkungen. Also ein bisschen so, wie wenn man nachts arbeitet. Aber es gibt ein kleines Problem. Ich habe echt einiges geschafft. Ich könnte jetzt aber auch sofort wieder schlafen gehen. Mein Körper ist einfach so müde. Vielleicht hilft ein Spaziergang. Ich gehe mal in die frische Luft. Ein erstes kleines Tief, ich fühle mich aber trotzdem gut. Und während andere jetzt erst aufstehen, habe ich schon fast meinen halben Arbeitstag hinter mir. Und auch der Spaziergang ist eine schöne Überraschung. Ich erlebe eine friedlich erwachende Welt. Nach dem Spaziergang sollte eigentlich der zweite Teil meines Arbeitstags beginnen. Aber was hier anfängt, ist ein Problem, das dieses gesamte Experiment nach und nach zum absoluten Horror werden lässt. Ich war kurz wacher, jetzt bin ich müder als vorher. Sauerstoff hatte nicht den gewünschten Effekt. Jetzt kann ich noch einen Kaffee trinken zum wach werden. Vielleicht hilft das ja. Von 8 bis 12 bekomme ich nichts Brauchbares mehr hin. Die Zeit hätte ich lieber für was Schönes, Sinnloses eingesetzt, was Spaß macht. So sitze ich einfach nur da wie ein Geist, der nicht arbeitet und habe sogar das Mittagessen vergessen. Das wäre um 11 Uhr gewesen. Aber ich mache das hier. Nichts. Ich bin wie ausgeschaltet und schlafe mit offenen Augen. Aber habe ich bis hierhin wenigstens geschafft, was ich für den Tag geplant hatte? Mein Tag ist um. Ich muss schon wieder Dinge auf morgen verschieben. Und es sind nochmal ungeplante neue Dinge dazugekommen. Einiges davon müsste ich eigentlich sofort machen. Aber ich bin viel zu müde. Ich würde jetzt einfach Sachen falsch machen. Das geht nicht. Ich habe theoretisch noch einen ganzen Tag vor mir, ne? Aber ich glaube, ich kann den gar nicht genießen. Ich bin völlig am Ende. Okay, entspann dich mal. Das ist doch erst Tag 1. Das kann ja nur besser werden. Und es wird besser. So viel besser, dass es mich selbst überrascht. Aber vorher habe ich noch ein gewaltiges Problem zu bekämpfen. Und das ist meine immer krasser werdende Müdigkeit ist nicht normal. Ich war heute Morgen joggen
um wieder wach zu werden. Aber das hat mich nur noch müder gemacht. Ich könnte jetzt hier schlafen. Ich bin schon wieder völlig durch. Ich glaube auch, dass es nichts mit dem frühen Aufstehen zu tun hat. Boah, es macht mich so wahnsinnig, dass ich nicht mehr so gut denken kann, wenn ich so müde bin. Ich glaube, das Problem ist nicht das frühe Aufstehen, sondern mein Kalender und mein Umgang mit Terminen und allem, was zu erledigen ist. Nach Selbstexperimenten wie zum Beispiel 30 Tage nicht prokrastinieren oder 25 Stunden pro Woche arbeiten, habe ich meine Arbeit als Selbstständiger immer weiter optimiert, um Arbeit gut zu erledigen, aber auch ausreichend Zeit für Privates zu haben. Trotzdem funktioniert das unterm Strich nicht. Gerade das Ungeplante und der Zufall zerschießen mir immer wieder die Tage und sorgen dafür, dass meine To-Do-Listen länger werden und ich frustrierter, weil ich nie alles schaffe. Und es fühlt sich auch persönlich nicht gut an, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht das schafft, was man sich vornimmt. Und so ist nach der ersten Woche eins ganz klar. Und bitte, das frühe Aufstehen ist lebensverändernd. Ich schlafe besser, bin ruhiger, produktiver, ordentlicher, ich fühle mich besser und habe mehr Zeit im Leben, würde ich sagen, wenn ich lügen würde. Es sieht nach Woche 1 nämlich so aus. Ja. Nichts hat wirklich funktioniert. Daher verlängere ich um eine weitere Woche, um herauszufinden, was genau das Problem ist. Und als ich es herausfinde, verändert das komplett meinen Arbeitstag und irgendwie auch mein Leben. Das ist nicht übertrieben. Ich bin echt immer noch so froh, dass das so passiert ist. Aber zwischenzeitlich und bevor das passiert ist, ich habe das Gefühl, alle kriegen ihr Leben auf die Reihe und ich sitze hier und werde nie fertig. Dieses Frühaufstehen ist doch so ein Leute, die das propagieren, dass das Frühaufstehen so krass lebensverändernd ist, haben entweder eine super frühe Uhr oder kein Sozialleben. Ich habe die gesamte Woche keine Freunde getroffen. Wie kann einem das egal sein? Das frühe Aufstehen scheint in dieser Form für mich gerade nicht zu funktionieren. Aber das Problem ist vielleicht weniger die Uhrzeit als mein Tagesplan. Mein Kalender ist immer wieder sehr voll. Es gibt zwar auch Pausen, aber sobald das Leben dazwischen kommt, bricht alles fein säuberlich geplante komplett zusammen und ich komme nicht mehr klar. Und das passiert ja ständig, dass etwas dazwischen kommt. Und jetzt bin ich dabei aber auch noch müde und kann schlechter denken. Aber zum Glück rettet mich das Wochenende und präsentiert mir einen großartigen Lifehack. Auch für Nicht-Selbstständige. Das ist wirklich absurd gut und ich weiß nicht, warum ich das vorher nicht mitbekommen habe, dass es das gibt. Eine Sache ist extrem wichtig, man muss die Uhrzeiten auch am Wochenende aushalten, also auch da super früh aufstehen. Das Wochenende war jetzt eigentlich das Beste, viel Zeit, um Switch zu spielen, Filme zu schauen. Okay, hier habe ich falsch geschnitten. Das ist zwar nett, aber das meinte ich gar nicht. Am Wochenende berichte ich diversen Freunden von meinem Kalenderproblem und eine Person berichtet von einer neuen Methode des Zeitmanagements, die ich bisher nicht kannte. Diese Methode verändert meinen Arbeitstag komplett und wird auch euch im Alltag bei der Planung mit dem Unplanbaren helfen können. Sie nennt es die 50%-Methode, da sie für alle Aufgaben 50% mehr Zeit einrechnet, beziehungsweise immer 50% ihres Kalenders frei hält für das Ungeplante im Leben. Nach der Methode sähe mein Kalender nicht mehr so aus, sondern so. Ziemlich leer, oder? Diese 50%-Methode löst aber nicht das Problem meiner immer länger werdenden To-Do-Liste. Wie rette ich mich vor dieser Frustration? Der Mathematiker Daniel Markowitz empfiehlt, To-Do-Listen durch konkrete Termine im Kalender zu ersetzen. Ob aufräumen, ein Anruf beim Finanzamt oder den Müll runterbringen. Wenn das alles mit festen Zeiten im Kalender steht, schiebt man Dinge nicht mehr ständig auf, sondern gibt ihnen feste Zeiten im beruflichen und privaten Tagesablauf. Dabei sollte man unwichtige Aufgaben nach hinten legen und wichtige so früh wie möglich am Tag einplanen. Die Methode soll die durch To-Do-Listen oft ausgelösten Schuldgefühle reduzieren. Kombiniert mit der 50%-Methode sollte das Experiment ab jetzt besser laufen und ich mich voll auf den frühen Morgen konzentrieren können. Denn bisher bringt mir die neue Routine nicht wirklich was. Dabei will ich doch nur mehr Zeit, mehr Gelassenheit und super produktiv sein. Ist das zu viel verlangt? Eine Umfrage in Amerika, Australien und England ergab, dass 63% der Menschen Produktivität über Gesundheit, Glück oder mehr Geld stellen. Und das möchte ich nicht. Solltet ihr diesem Kanal hier schon länger folgen, dann wisst ihr, dass ich meine Arbeitszeit und mein Einkommen zugunsten von mehr Freizeit reduziert habe. Als Künstler bin ich sehr abhängig von meiner Kreativität und dafür brauche ich vor allem Leerlauf für meine Gedanken. Erst nach Entspannung und viel freier Zeit entwickeln sich wirklich tiefe und neue Ideen. Das geht nicht auf Speed und daher ist die 50%-Methode der wirkliche Schlüssel für mein Zeitproblem. Der neue Kalender ist total leer und insgesamt ist auch viel weniger drin. Aber die Methode ist effektiv. Ich schaffe etwas weniger, weil weniger im Kalender ist, aber dafür bleibe ich wach und nichts bringt mich mehr aus der Ruhe. Nicht einmal, dass an Tag 8 mein Kühlschrank kaputt geht. Das hätte mich normalerweise wahnsinnig gemacht.
Okay, ziemlicher Gamechanger. Ich habe heute 2 Stunden telefoniert, weil ich keine Garantie mehr habe auf meinen Kühlschrank und der kaputt ist. Und diese 2 Stunden hätten mir sonst komplett den Tag zerschossen. Und jetzt habe ich das in den Leerlaufpausen dazwischen gemacht. Mir gefällt das neue System. Leicht übermütig packe ich am gleichen Tag meine komplette To-Do-Liste in meinen Kalender, verteilt über die nächsten 3 Monate. Der älteste Punkt auf der Liste ist fast 3 Jahre alt. Mit dem 50%-Kalender sitze ich tatsächlich aber auch nie tatenlos rum, weil ich die Pausen zwischen den Terminen immer brauche. Doch am 11. Tag kommt dann doch noch eine kleine Überraschung dazwischen. Ich habe in den letzten 3 Tagen mehr von meiner To-Do-Liste geschafft als in den letzten 3 Monaten. Alte Versicherungen kündigen, mache ich irgendwann. Nein, jetzt. Der verklemmte Schrank repariert sich von selbst. Schön wär's. Heizung reparieren lassen, ist ja noch warm. Nein, Herbst! Vor allem die Heizung, die seit 6 Monaten nicht mehr funktioniert, war dringend nötig. Aber andere Dinge schienen mir immer wichtiger und jetzt bin ich so froh, dass ich das endlich erledigt habe. Die 2. Woche läuft viel besser. Ich werde zwar immer noch sehr früh sehr müde, aber der Blick auf meinen Kalender entspannt mich. Dazu kommt, dass ich morgens immer mit guter Laune an den Arbeitsplatz gehe. Diese Freiheit der Kalendergestaltung ist als Selbstständiger ein Segen, aber auch für private Termine super hilfreich. Und diese Art der Entschlackung von Arbeit sollte nicht nur für mich als selbstständig arbeitenden Mensch möglich sein, sondern in allen Bereichen. Bei akutem Fachkräftemangel sieht es allerdings nicht danach aus, als würde das bald passieren. Mich beruhigt aber, dass die Gen Z gar keinen Bock auf all das hat und den Arbeitsmarkt mit ihren Ansprüchen gerade ganz schön durchrüttelt. Okay, und das frühe Aufstehen? Was ist jetzt damit? Und was soll das eigentlich bringen? Man fühlt sich angeblich über den Tag besser, Frühaufsteher haben seltener Depressionen, sind glücklicher und haben angeblich mehr Zeit für sich. Sehe ich glücklich aus? Oder als würde ich mich besser fühlen? Oder mehr Zeit haben? Mein Körper fühlt sich an, als würde ich ihn seit Wochen schlecht behandeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gesund ist. Boah, mein Beileid an alle Schichtarbeitenden, die sich das nicht aussuchen können, wann sie aufstehen. Mein Sozialleben bleibt auf der Strecke. Ich bin dauermüde, trotz Spaziergängen und Sport. Und das Schlimmste ist, ich bin auf jeden Fall weniger kreativ. Also nur Nachteile. Das stimmt nicht ganz. Morgens in aller Stille die Welt zu beobachten, wie sie aufwacht, ist toll. Wie schon dieses Experiment gezeigt hat, ist gegen meinen Biorhythmus zu leben keine gute Idee. Und ich bin so froh, dass ich mir das aussuchen kann. Mein guter Freund Dominik hat mir noch einen Tipp gegeben, den ich euch unbedingt weitergeben möchte, weil ich ihn so smart finde. Ursprünglich von Patrick Stewart. Der sagt: Wenn ich früh einen Termin habe, stehe ich eine halbe Stunde vorher auf, mache mir einen Tee und gehe mit meinem Lieblingsbuch zurück ins Bett. So weiß ich, dass egal was für den Rest des Tages Stressiges passiert, ich eine halbe Stunde für mich hatte. Das ist vermutlich ein guter Tipp für alle, außer frisch gebackene Eltern, die morgens sanfter in den Tag starten und Entschleunigung suchen. Ich habe meine mit der 50%-Methode auf jeden Fall gefunden und allein dafür hat sich dieses schreckliche Experiment